Ja, denn dort soll der Berliner Virologe Christian Drosten nämlich heute im Ausschuss des Sächsischen Landtages Rede und Antwort stehen. Dabei geht es um mögliche politische Fehlentscheidungen in der Zeit, als das Virus natürlich auch in Sachsen mit umstrittenen Maßnahmen eingedämmt werden sollte. Ich glaube, das könnte eine sehr interessante Sitzung werden, denn insbesondere die Fraktionen von AfD und BSW, die wollen ja mehr Transparenz über die Entscheidungsfindung von damals beweisen. Er wurde schnell zum bekanntesten Virologen Deutschlands und zum scheinbar in allen Corona-Fragen kompetenten Regierungsberater. Christian Drosten von der Berliner Charité. Doch seine genaue Rolle blieb unklar. Gingen umstrittene Corona-Maßnahmen wie die Lockdowns, die 2G-Regel, der massive Druck auf Impfkritiker und die Test- und Maskenpflicht an Schulen auf seine Empfehlungen zurück? Drosten selbst hat das stets bestritten. Und doch hatte sein Wort eindeutig mehr Gewicht als das anderer Experten. Die Politik braucht einen strukturierten Prozess der Wissensbeschaffung. Und der kann nicht darin bestehen, Einzelwissenschaftler zu befragen. Diesen strukturierten Prozess der Wissensbeschaffung hat nicht gegeben. Und da hat Herr Drosten eben seine Rolle gespielt. Aber es hätte eben ein interdisziplinäres Team gebraucht von Fachleuten, die sich mit solchen Bekämpfungen auskennen. Dennoch, auch im 5. Jahr nach den ersten Corona-Maßnahmen stockt die Aufarbeitung dieser Zeit voller scharfer Einschnitte bei den Bürgerrechten. Die Regierungsparteien von damals wollen sich offenbar nicht rechtfertigen. Anders die Opposition. AfD und BSW bestehen auf dem Untersuchungsausschuss. In Sachsen, aber auch in Brandenburg und Thüringen. Eine sehr gute Initiative, die der Sächsische Landtag da gemacht hat, leider von einer gesichert rechtsextremen Partei. Ich frage mich, wo die anderen Parteien sind. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die demokratischen Parteien hoffen, dass sie bei der nächsten Pandemie nicht an der Macht sind. Denn ich finde es richtig und gut, dass man sich von politischer Seite damit beschäftigt. In Brandenburg passiert es ja auch. Aber ich frage mich, wo der Bund da bleibt. Ich frage mich auch, wo die nationalen Institutionen hier bleiben bei der Pandemieaufbereitung. Denn es geht ja nicht nur um die Verfehlungen Einzelner, sondern darum, bei der nächsten Pandemie wirklich evidenzbasiert und auf breiter wissenschaftlicher Grundlage politische Entscheidungen zu treffen.